Im letzten Video haben wir über William James Sidis geredet. Damit verbunden über die Sidis-Methode. Es liegen nicht viele Informationen über die Sidis-Methode vor. Der Autor des Buches Das Genie sagt in einem Interview, dass an der Sidis-Methode nichts Außergewöhnliches ist, sondern dass sogar verglichen werden kann mit harter Bildung von heute. Vielleicht haben die Eltern wirklich viel mehr gemacht, als die meisten auf Bildung fokussierte Eltern von heute. Vielleicht war dies wirklich ein Spezialfall. Vielleicht war William von Anfang an schon sehr intelligent. Über diese Problematik haben wir im letzten Video etwas geredet. Aber auch in den vorherigen Videos kam diese Problematik mit den Anfangsbedingungen und dem äußeren Einfluss immer mal wieder vor. Da dies schwierig zu verstehen ist, schauen wir uns einfach ein paar Beispiele von heute an. Immer mal wieder tauchen Wunderkinder auf. Vor einiger Zeit gab es in der Türkei einen seltsamen Fall. Atakan ist erst 10 Jahre alt und hat in 5 Monaten 250 Bücher gelesen. In nur einigen Tagen wird er in der ganzen Türkei berühmt. Seine Auftritte sind unheimlich, aber auch erstaunlich. Er scheint auf einem sehr hohen Level über komplexe Themen reden zu können, beispielsweise über philosophische Themen. Doch wer ist dieser Junge und wie war seine Erziehung? Bei den Interviews fällt sein hohes Selbstbewusstsein auf, aber auch zeitweise die Respektlosigkeit gegenüber seiner Mutter. Nach nur wenigen Minuten merkt man, dass mit diesem Kind etwas nicht stimmt. Schon mit 1,5 Jahren soll er gut gesprochen haben. Seine Liebe zu den Büchern bekam er vor rund einem Jahr. Vielen fällt der Begriff Indigo-Kind ein. Wir haben dieses Thema behandelt und gesehen, dass es nicht wissenschaftlich bewiesen ist, dass es so etwas überhaupt gibt. Es ist ursprünglich nur eine Idee einer Autorin gewesen. Doch die Sidis-Methode war real. William James Sidis hat wirklich existiert. Dadurch ist es möglich, dass immer wieder solche Kinder auftauchen. Die Frage ist nur, wie genau sie entstehen. Der Fall von Atakan war so interessant, weil er nach diesen Auftritten eine lange Pause hatte. Nach rund einem Jahr wird er wieder interviewt und es scheint ganz anders zu sein. Nun kommen wir zu den Spekulationen, die das Ganze erst so richtig interessant machen. Laut einem Bericht soll man die Eltern schon lange vor seinen Auftritten in Bibliotheken gesehen haben, was ja erstmal normal sein könnte, wenn er wirklich so viele Bücher gelesen hat. Doch sein Wissen bzw. seine Intelligenz wurde aufgrund einiger Aussagen von ihm angezweifelt, weswegen das Ganze auch für eine Inszenierung gehalten wurde. Doch wofür? Andere behaupten sogar, dass dieses Kind und der ganze Hype um ihn bewusst so konzipiert wurde. Ein Sidis-Kind, entweder von 2 harmlosen Eltern, die einfach davon träumen, ein Genie als Kind zu haben, oder, und ab jetzt ist das Video mit Vorsicht zu genießen, von anderen Menschen mit anderen Absichten. Dies hört sich zuerst schwachsinnig und zu weit hergeholt an. Wie kann man bewusst ein Kind in die Medien bringen, der auch noch genauso spricht, wie man es möchte? Dazu kann man nur sagen, nicht alles ist immer so eindimensional, wie es aussieht. Die Behauptung von einigen, die diesen Fall analysiert haben, ist in einem Satz ausgedrückt: Kriege werden immer wissenschaftlicher und komplexer. Während Kriege mit Schwertern längst Vergangenheit sind, sind modernere Waffen auch nicht mehr die einzige Methode, um dem Feind zu schaden. Geologische, biologische oder psychologische Kriege werden seit langem schon geführt. In der Geschichte und in der aktuellen Zeit gibt es genug Fälle von einem intelligenten Krieg, bei dem man grob gesagt im Kopf anfängt. Vielleicht können wir es kaum wahrhaben, wie weit die psychologische Kriegsführung heute wirklich entwickelt ist. Wenn du die Denkweise und die Ideologie deines Feindes beeinflussen kannst, das Volk von innen angreifst, sozusagen einen Virus einsetzt, der die Menschen psychisch vergiftet, fällt vieles auf lange Frist einfacher.
Und deswegen war diese Theorie so interessant. Die Türkei ist ein islamisches Land, wo die Religion noch eine große Rolle spielt. Atakan redet von Philosophie, Anarchie und atheistischen Themen, die gegen die islamische Denkweise sprechen. Einige sind sogar der Meinung, dass dieses Vorhaben erkannt und er von den Medien entfernt wurde. Das sind natürlich alles nur Spekulationen. Menschen, die eine böse Absicht hinter allem sehen, häufen sich. Dem Irrglauben sollte man nicht verfallen. Doch vielleicht sollte man auch nicht immer die Show einfach blind genießen. Vielleicht war Atakan ein gewöhnliches Wunderkind. Vielleicht war er gar nicht so intelligent und die Medien haben es übertrieben. Auch muss man sagen, dass er nur ein Beispiel von vielen anderen Kindern ist, die es heute womöglich gibt. Das Wichtige und Interessante ist immer, welche Veränderungen denn diese Kinder in der neuen Generation bringen können.